Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und falls ihr diese wunderbaren und super fluffigen Quarknester nachbacken möchtet, los geht's. Als erstes siebe ich 450 Gramm Mehl. Ich habe das Mehl T405, die Sorten T550 oder das Dinkelmehl T630 gehen auch. Dann füge ich noch 4 Esslöffel Zucker, ein Drittel Teelöffel Salz und ein Päckchen Trockenhefe hinzu. Ihr könnt auch mehr Zucker nehmen, mein Teig ist nicht besonders süß und die Trockenhefe kann man auch durch 21 Gramm frische Hefe ersetzen. Als nächstes gebe ich noch 3 Eiergröße M, 150 Gramm lauwarme Milch und 100 Gramm zerlassene Butter in die Schüssel. Dann verknete ich erstmal alles miteinander und füge noch weitere 70 Gramm Mehl hinzu, weil der Teig viel zu weich ist. Die Konsistenz des Teiges hängt von der Mehlsorte ab und je nachdem, welche Butter man nimmt. Der Teig sollte am Ende schön geschmeidig sein, er lässt sich gut kneten, klebt aber nicht. Dann lasse ich ihn 2 Stunden zugedeckt gehen. Für die Füllung nehme ich 250 Gramm Topfen. Topfen ist etwas fester als Quark und wird in vielen Supermärkten verkauft. Außerdem noch 2 Esslöffel Zucker und ein Eigelb. Auch hier kann man die Zuckermenge erhöhen. Dann vermische ich alles gut miteinander und ganz zum Schluss mische ich noch ein halbes Päckchen Vanillepuddingpulver unter die Masse und dann ist die Füllung auch schon fertig. Als nächstes fette ich meine 26er Backform ein und bestäube sie auch mit etwas Mehl. Dann gebe ich meinen Teig auf die Arbeitsfläche und stecke 22 Teigstücke ab. Ich habe jedes einzelne abgewogen und ich nehme kein zusätzliches Mehl. Dann schleife ich jedes Teigstück zu einer Kugel und diese Teigkugeln rolle ich dann aus, nehme etwas Füllung, so einen gut gehäuften Teelöffel, gebe die Füllung auf den Teig und forme das Ganze zu einem Schiffchen. Wie ich das mache, ist ganz gut im Video zu sehen. Alle Schiffchen setze ich dann in die Backform und lasse sie nochmal zugedeckt 15 Minuten gehen. Zum Bestreichen nehme ich ein Eigelb und einen halben Esslöffel Milch. Man kann auch die Nester mit Rosinen bestreuen oder mit Hagelzucker oder die Rosinen auch unter die Füllung mischen. Und gebacken werden die Nester im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft 25 bis 30 Minuten. Die Backzeit hängt wie immer vom Backofen ab. Meine Nester habe ich eine halbe Stunde gebacken und zwar mit Umluft. Ich hoffe, man kann auch ganz gut sehen, wie wunderbar fluffig sie geworden sind. Sie zergehen auf der Zunge und sind wirklich watteweich. Danke fürs Einschalten, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben!